Namen, alias Name Joker. Im Raum befinden sich Anstaltsleiter Sharp und ich, Dr. Young. Ist das wieder einer dieser langweiligen Psychocharakterisierungstests? Nein, ist es nicht. Also, du bist der berühmte Joker. In Fleisch und Blut. Na, Doc? Wollen Sie, dass ich mir wieder die Tintenkleckse ansehe? Der erste ist das Kätzchen, das ich hatte, als ich klein war. Der zweite ist, mal sehen, ist ein toter Elefant. Der dritte ist... Sehr komisch. Lassen wir mal die Witze. Die Witze lassen? Hey, Schappi! Hat sie nicht meine Krankenakte bekommen? Sei still, Clown. Jeder Arzt, der dich je befragt hat, diagnostiziert eine andere Psychose. Alles Mögliche von multipler Persönlichkeit bis hin zu... Naja, die Liste ist endlos. Ich tue mein Bestes. Das glaube ich nicht. Jede Krankheit kann geheilt werden, wenn man die richtige Behandlung anwendet. Und? Sie denken, Sie können mich heilen? Oh, da bin ich mir sicher. Aufgezeichnetes Patientengespräch Nummer 17. Joker bleibt unkooperativ. Meine frühere Diagnose bleibt bestehen. Ich glaube, er findet zu viel Gefallen an sich selbst. Ist was, Doc? Ich dachte, heute probieren wir mal was anderes. Da werde ich ja ganz rot, Doc. Ich habe eine Freundin. Dr. Quinzel, ich weiß, ich habe die Bänder gesehen. Ich weiß, was passiert ist. Was soll ich sagen? Ich bin ein Charmeur. Egal, ich dachte, es wäre gut, über deine Kindheit zu reden. Mal was von Romantik gehört, Doc? So leicht geht das nicht. Da müssen Sie schon mehr probieren. Was versteckst du? Haben Sie mich nicht verstanden? Eine Hand wäscht die andere und... Naja, ich werde Sie nicht in Plastik einwickeln und in der Gosse entsorgen. Aufgezeichnetes Patientengespräch Nummer 20. Joker ist interessanter, als ich dachte. Wenn das Projekt Titan einsatzfähig ist, wäre Joker das perfekte Versuchskaninchen. Guten Tag. Heute dachte ich, dass wir zu unseren früheren Gesprächen über deine Familie zurückkehren. Natürlich. Ich wurde in einem kleinen Fischerdorf geboren. Ich wollte immer zum Zirkus, aber mein Vater ließ mich nicht. Ich glaube dir nicht. Mein Vater war Bulle. Er stand eine Woche vor der Pensionierung, als der Mord... Ich habe den Film gesehen. Wovor hast du Angst? Angst? Ja, Angst. Da gibt es offensichtlich etwas. Etwas, das dich zu dem gemacht hat, was du bist. Was? Was, wenn ich zu viel Angst habe, um mich zu erinnern? Es tut mir zu sehr weh. Dann kann ich dir helfen. Dies sind private Notizen von Dr. Young. Titan ist ein Erfolg. Sogar meine Finanzierungsprobleme haben sich nach den unerwarteten Spenden von Mr. White gelöst. Joker hat ebenfalls ein bemerkenswertes Interesse an einer Heilungschance gezeigt. Wenn der Proteinbindungsprozess abgeschlossen ist, werde ich... Dr. Young, sind Sie fertig? Oh ja, ja, kommen Sie rein. Sie verletzen meine Gefühle, Doc, wenn Sie mich so warten lassen. Nimm Platz, Sie können uns allein lassen. Sind Sie sicher? Uns geht's gut. Oder, Joker? Oh ja! Also, wenn Sie drauf bestehen, ich bin draußen, okay? Also ist er hier? Ist Ihr Patient X angekommen? Ja, ich muss sagen, wir kommen schneller voran, als ich dachte. Aber lassen wir das. Reden wir über dich. Nein, reden wir lieber über Ihr Titan-Projekt. Mein was? Woher weißt du... Woher ich weiß, dass Sie bei Ihnen auf einen Tisch im Keller geschnallt haben, während Sie ihn leer pumpen? Glauben Sie mir, wenn ich sage, ich habe geraten. Ich war ein Idiot. Joker steckte hinter allem. Er ist Jack White. Er gab mir Geld und zog die Fäden bei Banes Freilassung. Wie konnte ich so blind sein? Er hat mich erpresst. Er hat den verrückten Plan, eine Monsterarmee zu erschaffen. Ich wollte aussteigen, aber... Hallo? Hallo? Dr. Youngs Büro. Bitte warten Sie auf Mr. White. Was? Hallo, Doc. Wir müssen reden. Ich mach das nicht, Joker. Hast du mich gehört? Warte mal. Wie bist du an ein Telefon gekommen? Oh ja, tut mir leid, Doc. Ich musste abhauen. Ich hasse kleine beengte Räume. Die erinnern mich an meine Kindheit. Noch eine Lüge? Wer weiß, ich sicherlich nicht. Aber lassen wir uns nicht von Details ablenken. Also, jedenfalls will ich meine Monster. Ich habe dir das Geld zurückgeschickt. Ich will es nicht. Sehe ich so aus, als ob ich mir Sorgen um Geld mache? Ich will nur meine Monster, Doc.
Und wenn Sie sie mir nicht geben, dann wird das nicht witzig. Aufgezeichnete Patientenbeurteilung 1. Der Name des Patienten ist Victor Zest, der als wahnsinnig gilt, nachdem er mindestens 20 Frauen in Gotham ermordet hatte. Hallo Victor, ich bin Dr. Cassidy. Da das unser erstes Gespräch miteinander ist, sollten wir uns erst einmal richtig kennenlernen. Ich muss Sie nicht kennenlernen, Dr. Cassidy. Es ist alles bedeutungslos. Findest du nicht, dass das ein sehr negativer Blick aufs Leben ist, Victor? Sie haben ohne Zweifel meine Akten gelesen. Ja, das habe ich. Da steht, dass du aus einer wohlhabenden Familie kommst, dass deine Eltern tot sind und wie du alles Geld beim Spielen verloren hast. Das ist alles bedeutungslos. Wieso sagst du das immer, Victor? Weil diese Striche das Einzige sind, worauf es ankommt. Haben Sie meine Arbeit gesehen, Miss Cassidy? Wenn du dich auf diese Striche auf deiner... Natürlich meine ich diese Striche. Und ich habe noch Platz für Ihren Strich. Wollen Sie sehen, wo? Aufgezeichnete Patientenbeurteilung 5. Victor spricht nicht gut auf die Behandlung an. Victor, gestern haben wir über die Menschen gesprochen, die du umgebracht hast. Ah, die Zombies. Das sind alles Menschen, Victor. Das sind Zombies, die jeden Tag zu ihrer Arbeit latschen und darauf warten, dass sie jemand befreit. Du meinst, sie tötet? Der Polizeibericht stellt fest, dass du in den letzten 3 Monaten 20 junge Frauen ermordet oder, wenn du so möchtest, befreit hast. Du liest sie mit durchschnittener Kehle und posierend zurück. Sie alle hatten Glück, dass sie ausgewählt wurden, mein Geschenk zu erhalten. Sie würden das wohl nicht so sehen. Wirklich. Und Sie, Miss Cassidy? Sie fahren jeden Abend mit dem Fahrstuhl zu Ihrer Wohnung, öffnen die 6 Schlösser zum Apartment 433 und erinnern sich daran, wieder mal vergessen zu haben, Katzenfutter zu kaufen. Woher weißt du das? Dann setzen Sie sich auf Ihren roten Lieblingsstuhl, die Katze auf dem Schoß und warten, dass was passiert. Ich kann was passieren lassen, Sir. Ich bin Ihre Rettung. Der Name des Patienten ist Victor Zets. Für die Akten. Der Patient kommt von Dr. Cassidy, die nach dem Vorfall letzter Woche im Urlaub ist. Hallo, Victor. Setzen Sie sich. Wachen, lassen Sie uns allein. Tut mir leid, Doktor. Anweisung des Anstaltsleiters. Ich kann Sie nicht mit ihm allein lassen. Ich verstehe. Hallo, Victor. Wie fühlen Sie sich heute? Victor, ich kann Ihnen nicht helfen, wenn Sie nicht reden. Deprimiert. Hilft Ihnen das? Können Sie in meinen Verstand eindringen, Doktor? Wieso deprimiert? Ich denke nur über die nach, die davongekommen ist. Die ich ausgewählt hatte. Ich brauchte diese Narbe. Ich will diese Narbe. Victor ist in letzter Zeit kleinlauter geworden. Er spricht nicht gut auf die Medikamente an. Hallo, Victor. Gibt es was, worüber du heute gerne sprechen würdest? Schneiden und schneiden. Victor, und schneiden und das schneiden bringt nichts. und schneiden Wachen, und schneiden. bringen Sie ihn heraus. Schneiden. Du hast den Doktor gehört. Aufstehen. Hast du mich nicht gehört? Er hat ein Messer. Ah! Stellt ihn ruhig! Stellt ihn ruhig! Oh Gott, er ist bei Bill! Er sticht zu. Bringt ihn weg. Holt ihn von ihm runter. Wir brauchen Hilfe. Victor ist seit dem Angriff auf die Wache letzte Woche in Isolationshaft. Während ich darauf warte, dass er zu mir gebracht wird, hatte ich Zeit, mir meine Aufzeichnungen nochmal durchzulesen. Ich befürchte, dass er nicht geheilt werden kann. Er hat kein Mitleid mit seinen Opfern. Ich glaube ehrlich gesagt, er sieht uns alle als seine potenziellen Opfer. Doc, geht's Ihnen gut?
Was ist hier los? Es geht um Sass. Er ist aus der Isolationshaft ausgebrochen. Oh Gott. Keine Angst, Doc. Sie sind hier sicher. Er hat hundertprozentig die Insel verlassen. Natürlich. Jemand muss die Behörden verständigen. Er wird wieder töten müssen. Verstehen Sie? Er muss. Oh nein. Er ist hinter Dr. Cassidy her. Hallo? Sarah, hier ist Gretchen. Hör zu. Oh, nicht schon wieder. Warte mal, da ist jemand an der Tür. Sarah, mach nicht die Tür auf. Hörst du mich? Mach nicht die Tür auf. Es ist Sass. Er ist frei. Ist er schon da? Er? Soll das ein Scherz sein? Das Ding ist kein Mensch. Mein Gott! Hallo. Mein Name ist Dr. Gretchen Wiskler. Können Sie mich hören? Ja, ich höre dich, du Schlampe. Wann gibt's Abendessen? Ich krieg langsam Hunger. Aufgezeichnetes Patientengespräch Nummer 2. Name des Patienten Waylon Jones alias Killer Croc. Kommt jetzt der Teil, wo Sie versuchen, mich zum Nachdenken zu bringen? Wo Sie herausfinden, warum ich es getan habe? Doc. Wir sind hier, um Ihnen zu helfen, Mr. Jones. Haben Sie denn eine Behandlung für mich, Doc? Können Sie mir helfen, wieder normal zu werden? Normal ist kein schönes Wort. Keiner ist wirklich normal, oder? Könnte sein. Wie wär's damit, Doc? Sie lassen mich gehen und ich fresse Sie nicht. Sie fressen keine Menschen. Das ist nur ein Großstadtmärchen. Glauben Sie? Aha. Denken Sie das ruhig weiter, Doc. Setz dich und halt's Maul. Glauben Sie, ich habe Angst vor Ihnen, Cash? Ich bin Ihnen auf der Spur, Sie sind... Und ich bin Ihnen auf der Spur. Aber wissen Sie was? Ihre Spur widert mich an. Nur weiter so, Doc. Bitte, tun Sie das nicht wieder, Mr. Cash. Das ist nicht hilfreich. Das mit dem Band tut mir leid, aber was sollen wir tun, wenn Sie glauben, unbedingt 3 Wachen einweisen lassen zu müssen? Schnallen Sie fest, was Sie wollen, Doc. Dieses Ding kitzelt nur. Ich bin froh, hier zu warten, auf die Fledermaus zu warten. Sie wird zurückkommen und ich werde sie töten. Und dann Cash und danach Sie. In deinen Träumen. Und jetzt steh auf, sofort. Patientengespräch Waylon Jones. Nur langsame Besserung. Was ist in diesem Haus geschehen? Nur Geschäftliches. Geschäftliches. Was für Geschäftspraktiken führen zu einem Haus voller verstümmelter Leichen? Ich lasse nicht gern meine Zeit verplempern. Man zahlt nicht, also verdient er eine Lektion. Sie schulden mir etwas. Also haben Sie sie getötet. Ihre Körper zerfleischt. Die Polizei hat nie alle Überreste gefunden. Sie hätten in den Abwasserkanälen nachsehen müssen. Heißt das, Sie haben sie da versteckt? Nach einer Weile. Gewöhnlich dauert es 8 Stunden. Zeit zu gehen, Croc. Steh auf! Patientengespräch. Waylon Jones alias Killer Croc. Letzte Nacht wurde der Patient nach einem Ausbruchsversuch ruhig gestellt. Wärter Aaron Cash ist im Krankenhaus. Es wird berichtet, dass der Patient Cash attackiert und im Kampf seine linke Hand aufgegessen hat. Cash hat Glück, dass er noch lebt. Er hat eine Menge Blut verloren. Ich auch. Ich wäre fast an seiner knochigen Hand erstickt. Das ist ekelhaft.
Er hätte sterben können. Für mich ist er nur Nahrung. Und wenn ich erst mal was probiert habe, dann will ich auch den Rest. Sie wissen, was ich meine. Bringen Sie ihn hier raus. Sofort. Ich habe auch deine Witterung aufgenommen, Baby. Wir sehen uns. Tick, tack, tick, tack. Ja. Patientengespräch Nummer 21. Der Name des Patienten ist Edward Nigma, bekannt als der Riddler. Edward, Anstaltsleiter Sharp sagt mir, dass du wieder mal bedrohliche Rätselschmierereien auf den Anstaltsmauern hinterlassen hast. Jemand müsste schon schwer paranoid sein, um Bedrohungen aus diesen harmlosen Rätseln herauszulesen, Dr. Young. Darf ich ihn einstellen? Aber sicher? Was läuft auf 4 Beinen, dann auf 2 und schließlich auf 3? Ein Mensch. Als Baby krabbelt man auf 4 Beinen, als Erwachsener läuft man auf 2 und später benutzt man einen Stock. Netter Versuch, aber die Antwort auf alle 3 ist ein Baby. Es stimmt, als Baby krabbelt es auf allen 4. Aber schneide ihm die Beine ab und es kann nur noch auf 2 Stümpfen wackeln. Wenn du ihm eine Krücke gibst, kann es auf 3 herumhumpeln. Alles klar? Das ist furchtbar. Wie kann man darüber scherzen? Ganz leicht, Doktor. Es ist nicht mein Baby. Aufgezeichnetes Gespräch Nummer 39. Der Patientenname ist Edward Nigma. Ich muss noch entscheiden, ob Mr. Nigma ein geeigneter Kandidat für den Titanprozess ist. Ich würde gern über deine Kindheit reden. Ganz schlecht. Weiter. Nach dem, was man hört, hat damals deine Rätselbegeisterung begonnen. Ich glaube, wenn wir über diese Jahre sprechen, könnte das dein triebhaftes Verhalten erklären. Sehr schön. Mein Vater hat mich gehasst. Er hat mich immer einen Schwachkopf genannt. Verstehe. Ich wollte ihm das Gegenteil beweisen, also habe ich an einem Schulwettbewerb teilgenommen. Es gab einen $20-Preis für den Schüler, der ein fast unmögliches logisches Problem lösen konnte. Ich habe natürlich gewonnen. Hat das deinem Vater gefallen? Kaum. Er war überzeugt davon, dass ich betrogen hatte. Er schrie immer, du musst geschummelt haben, gib's zu, du Schwachkopf. Ich habe geschworen, dass ich es nicht getan hatte, und er schlug mich fürs Lügen. Das tut mir leid, Edward. Muss ihm nicht leid tun. Er hatte recht. Patientengespräch Nummer 44. Noch ein Gespräch mit Edward Nigma. Ich muss mich noch entscheiden, ob er ein Genie ist oder einfach nur fehlgeleitet. Aber ganz egal, was er ist, nur in seiner Gesellschaft zu sein, ist sowohl irritierend als auch mühsam. Hallo, Miss Young. Sie sehen müde aus. Kann ich Ihnen bei irgendwas helfen? Nein, danke, Edward. Ich bin hier, um dir zu helfen. Das sind wir alle. Verzeihen Sie mir meine Arroganz, Doktor, aber wenn Sie glauben, dass ich Ihre Hilfe brauche, dann, naja, sind Sie hier genau richtig. Sehen wir die Sache mal aus einem anderen Blickwinkel. In deinem Leben hast du dich auf bizarre Fallen und verwickelte Hinweise spezialisiert, die meistens mit dem Tod der unglücklichen Teilnehmer enden. Und wenn die Bürger Gothams schlauer wären, wären meine Spiele nur eine amüsante Ablenkung. Anstatt Todesfallen. Sie sollten mir wirklich danken. Ich merze die Unwissenden, die Dummen, die Nutzlosen aus. Aber keine Sorge, ich bin sicher, Sie würden überleben. Was für ein hübsches Foto auf Ihrem Schreibtisch, Doktor. Ihre Familie. Vielleicht Ihre Mutter. Stell das hin. Raus hier. Sofort aus. Wachen! Lass uns über deine Besessenheit von Batman reden. Das ist wohl kaum eine Besessenheit, Miss Young. Ich fühle nur einen Zwang, ihn bloßzustellen. Weißt du, wer er ist? Viel wichtiger, ich weiß, was er ist. Was meinst du? Ist doch klar. Die Maske, die Waffen, das Angsteinflößen. Er ist ein Verbrecher. Nicht anders als Joker, Two-Face oder ich. Die meisten sehen ihn als Helden. Die meisten sind Idioten. Sie sehen Batman nicht als den Verbrecher, der er ist. Löse mein Rätsel. Wie kam er an sein Auto und seine Ausrüstung? Ich kann nicht. Er siegt mit Geld, das er Verbrechern gestohlen hat. Wieso drückt Gordon bei seinen Possen ein Auge zu? Batman besticht ihn. Die Antworten liegen genau vor ihrem dummen, glotzenden Gesicht. Edward, bitte beruhige dich. Wach auf, Gotham! Kein gesunder, gesetzestreuer Mensch tut so etwas. Niemand ist so selbstlos. Batman ist einfach widerwärtig. Sicherheitsdienst, Sicherheitsdienst!
ertragen. Ich muss mich um Wichtigeres kümmern. Er wird nächste Woche Dr. Whistlers Betreuung unterstellt. Guten Morgen, Doktor. Wie geht es Ihnen heute? Danke. Gut, Edward. Du hast gute Laune. Ich bin immer in bester Stimmung, wenn ich entlassen werde. Edward, du weißt, dass für dich die nächsten 3 Jahre eine Bewährung nicht in Betracht kommt. Zuerst werde ich bei diesem Italiener an der 19. Straße zu Abend essen. Wirklich, Edward. Ich hoffe nur, dass Joker die Stadt noch nicht ganz zerstört hat. Naja, das werde ich ja bald herausfinden. Warte. Hattest du Kontakt zu Joker? Er ist schon vor Wochen aus Arkham entflohen. Trotz alledem, man hört so Sachen. Was für Sachen? Was hast du gehört? Oh, etwas über eine Überraschungsparty für Batman. Den Rest habe ich vergessen. Sie wissen ja, Joker. Edward, wenn du was weißt, musst du es mir sagen. Leben könnten auf dem Spiel stehen. Was hat Joker gesagt? Sie vergessen, Doktor. Ich bin der hier die Rätsel aufgibt. Patientengespräch Pamela Lillian Isley, 12. November, 11:33 Uhr. Guten Morgen, Pamela. Wie geht es dir heute? Danke. Heute ist ein besonderer Tag. Was meinst du damit? Heute ist der Jahrestag meines neuen Lebens, als ich mein wahres Ich, meine Bestimmung gefunden habe. Beziehst du dich auf das Ereignis mit Dr. Woodrow? Ja, was sonst? Natürlich, damals dachte ich, Jason hätte mich vergiftet, aber wenn ich zurückschaue, hat er mir einen großen Gefallen getan. Und wieso glaubst du, das, was er getan hat, hätte dir geholfen? Er hat mir eine größere Welt gezeigt. Eine Welt, die ich beschützen muss. Natürlich wurde mein erstes Angebot zurückgewiesen. Angebot? Du hast versucht, jeden in Gotham zu töten. Manchmal muss man große Schritte im Leben machen, um etwas Neues entstehen zu lassen. Patientengespräch Pamela Lillian Isley, 14. November, 10:21 Uhr. Hallo Pamela. Heute will ich auf etwas zurückkommen, was du in unserem letzten Gespräch gesagt hattest. Fragen Sie mich, was Sie wollen. Du sagtest, dein erstes Angebot, Gotham zu helfen, wurde zurückgewiesen. Wie kommst du darauf? Was meinen Sie? Du hast tausende gefährlicher Spuren in Gotham freigelassen, hunderte Menschen getötet. Wie soll das jemandem helfen? Körper interessieren mich nicht, Doktor. Diese schrecklichen Fleischsäcke, die rumlaufen und meine armen Babys mit ihrer Gier und Arroganz zerstören. Aber bist du nicht auch einer dieser Fleischsäcke? Du warst auch eine Ärztin. Wie kannst du uns im Stich lassen? Das passiert einfach so. Aber dich lasse ich nicht im Stich, Steven. Du bist anders. Mit dir fühle ich mich verbunden. Wirklich? Stimmt das? Natürlich. Pamela, ich habe, was du wolltest. Gefällt sie dir? Oh ja, Steven, ich finde sie toll. Was für eine wunderschöne Blume. Darf ich sie behalten? Oh nein, Pamela, das geht nicht. Das ist gegen die Regeln. Aber ich bringe sie immer mit, wenn ich dich besuche. Aber ich bin Steven. Ich fühle mich so einsam, so allein. Du willst doch nicht, dass ich einsam bin, oder? Nein, natürlich nicht. Behalt sie, aber keiner darf sie sehen. Wirklich keiner. Du kannst mir vertrauen, Steven. Danke. Und jetzt gib mir einen Kuss. Ich kann nicht. Wenn das die anderen sehen. Niemand beobachtet uns. Was ist los mit dir? Liebst du mich nicht? Nenn mich Ivy. Natürlich liebe ich dich. Wo ist Dr. Kellerman? Woher soll ich das wissen? Es erscheint fahrlässig, dass Sie ihn verloren haben. Ich habe keine Zeit für Ihre Spiele, Miss Isley. Sagen Sie mir, wo Sie ihn haben. Wir haben Sicherheitsbänder von gestern Abend, wie Sie und er Ihre Zelle verlassen. Und? Soll ich es buchstabieren? Wir wissen, dass Sie ihn hypnotisiert haben oder was Sie auch immer tun. Wir wissen, dass er Sie irgendwohin mitnahm. Aber die Sicherheitskameras auf der ganzen Insel waren um 3 Uhr früh von Blumen und Laub bedeckt. Wo ist er? Sagen Sie es mir. Ich sage kein Wort, bis Sie genau das tun, was ich Ihnen sage. Wir haben ihn gefunden, auch ohne Sie. Der arme Mann hätte sterben können. Ach ja? Er hat eine Frau, ein Kind. Die Pflanzen, die er zu Boden trampelt, haben auch Kinder. Die Sporen, die er einatmet und zerstört, haben Nachfahren. Wieso soll es ihm anders ergehen? Ihr Menschen ignoriert doch, was vor euer aller Augen geschieht. Ich lehne es ab, das Wohlergehen der Pflanzen über das der Menschen zu stellen. Und deshalb verlieren sie. Es passiert mehr, als sie sich vorstellen können. Alles ist miteinander verbunden.
Harley, jeder macht das. Ich bin überrascht, dass du in Arkham arbeiten willst. Ich fand extreme Persönlichkeiten schon immer interessant. Man kann nicht abstreiten, dass diese Supergangster einen Glamour-Faktor besitzen. Ich warne dich. Das sind Hardcore-Psychos. Die meisten killen dich lieber, als mit dir zu reden. Ich bin sicher, ich komme klar, Doktor. Die verspeisen dich zum Frühstück. Wirklich. Ein paar von denen gefällt das auch noch. Sei vorsichtig. Patientengespräch Nummer 1. Also ich bin dein Erster, oder Schätzchen? Du weißt ja, was man sagt. Das erste Mal vergisst man nie. Ich werde versuchen, es zu einem unvergesslichen Erlebnis für dich zu machen. Oh, das haben Sie schon. Sagen Sie, wieso tun Sie diese Sachen? Was glaubst du denn, wieso ich das mache? Für den Ruhm, den schlechten Ruf, den Wunsch, sich von der Masse abzuheben? Sie haben einen kranken Sinn für Humor. Oh, du bist gut. Wie hast du mich durchschaut, Doc? Ich hatte Ärzte, die mich jahrelang untersucht haben, aber niemand von ihnen war so schlau und, ehrlich gesagt, so schön. Wirklich? Das sagen Sie doch nur so. Na ja, wenn, wie soll ich sagen? Wenn was? Sagen Sie es mir. Würden Sie mir sagen, wie die in mein Büro kommen? Ganz einfach, ich habe sie da reingestellt. Wieso? Magst du keine Blumen? Ich glaube, die Bertha würde interessieren, dass Sie Ihre Zelle verlassen haben. Wenn du es wirklich erzählen wolltest, hättest du es schon getan. Woher wissen Sie, dass ich es nicht schon getan habe? Weißt du, Süße, ich mag dich wirklich. Sogar deinen Namen. Stell mir etwas um und wir kriegen... Harley Quinn. Passt wieder klar. Ich weiß, das habe ich schon gehört. Das ist ein Name, der mich zum Lächeln bringt. Er gibt mir das Gefühl, dass hier jemand ist, dem ich mich verbunden fühle. Jemand, der meine Geheimnisse hören möchte. Wirklich? Erzählen Sie weiter. Nicht hier, meine Liebe. Zu viele Augen, zu viele Ohren. Komm heute Nacht zurück. Da erwarte ich dich. Er ist verrückt, weißt du. Wer? Batman? Nein, der Weihnachtsmann. Natürlich Batman. Es ist immer Batman. Ich hab's in seinen Augen gesehen. Schreiend und verrückt. Und er ist unehrlich. Er versteckt sein Gesicht hinter einer Schreckensmaske. Ich brauche keine Masken. Ich habe nichts zu verbergen. Ich lache über die grausame Absurdität der Welt. Aber Batman, er hat sie alle reingelegt. Er hat sie glauben lassen, er würde etwas verändern können. Und der Witz ist, sie glauben es alle. Die Polizei. Die Polizei, die Medien, die verdammten Pfadfinder, jeder verdammte Sack, der in dieser städtischen Kloake rumläuft. Hör zu, Süße. Batman weiß, dass wir alle auf derselben Rutsche in Richtung Wahnsinn rasen. Warum gibt er es nicht zu? Er hockt oben in seinem Glockenturm und lacht über uns. Und der größte Witz ist, dass dieser erbärmliche Lügner frei herumläuft, während ich hier drin sitze. Das ist wirklich erstaunlich. Dann verstehst du es, oder? Du weißt, wieso ich tue, was ich tun muss. Du weißt, dass ich Gothams einziger Retter bin. Ich habe, was Sie wollten. Ariane, ich meine gut. Wie hast du es reingeschmuggelt? Das will ich eigentlich gar nicht wissen. Bist du bereit, diese fiese, mordende Fledermaus ein für alle Mal zu stoppen? Natürlich bin ich das. Er wird dafür bezahlen, was er ihm angetan hat. Dann gib es schnell her. Kommen Sie, Doc. Wir müssen eine Fledermaus töten. Der Doktor ist nicht da, Liebling. Sag Hallo zu der neuen und verbesserten Harley Quinn.
Patient wurde nach dem Vorfall mit Dr. Murphy an mich überwiesen. Er hat anscheinend einen Zusammenbruch erlitten. Ich glaube, er wurde durch den Verlust von Frauen und Kindern herbeigeführt. Bisher ist der Patient unfähig zu sprechen. Beobachtungen zeigen geringe mentale Aktivität. Es ist, als ob der Schock über das Gesehene seinen mentalen Zusammenbruch ausgelöst hätte. Da drin ist jemand. Er ist es. Wir haben ihn gefunden. Brecht die Tür auf. Notiz an mich selbst. Wie immer ist es schwierig, meine Forschungen unter diesen Bedingungen fortzusetzen. Gehen Sie von Dr. Combs weg. Sofort. Runter auf den Boden. Wir haben Sie gefunden. Jemand muss einen Arzt holen. Oh Gott, was hat er ihm angetan? Patientengespräch Nummer 6. Dr. Crane ist seit 6 Wochen wieder in Haft. Reguläre Sitzungen verliefen ergebnislos. Ich bin nicht sicher, ob er wirklich wahnsinnig ist. Guten Abend, Stephen. Wie geht's dir heute Abend? Ich führe die Sitzung durch, Jonathan. Natürlich. Wenn dir das bei der Bewältigung hilft, ist es das Beste. Lass uns über die Ereignisse vor 3 Wochen sprechen. Was hast du geglaubt, dass du erreichen würdest? Dr. Murphy ist immer noch in Therapie. Ich wollte ihn verstehen. Seine persönlichen Dämonen, seine Ängste. Das ist alles wirklich sehr faszinierend. Aber Sie waren ein angesehener Arzt. Ein brillanter Gast. Und jetzt nur ein weiterer Insasse in Arkham. Kann ich einen Drink haben? Einen richtigen? Solche Fragen langweilen mich. Ich fürchte nein. Interessante Wortwahl, Doktor. Wovor fürchten Sie sich denn? Patientengespräch Nummer 9. Dr. Crane geht weiterhin Fragen aus dem Weg. Ich glaube, er ist ziemlich gesund. Nur böse. Er interessiert sich nicht für die Menschen, die er verletzt hat. Seine Forschung scheint die einzige Motivationsquelle in seinem Leben zu sein. Was hat es mit der Angst auf sich, dass du so davon besessen bist? Angst treibt alles an, Stephen. Alles. Dein Leben wird von Angst beherrscht. Jede Entscheidung, die du triffst, ist ein Produkt dieser Angst. Sei nicht albern. Du hast deine Frau geheiratet. Margaret, oder? Weil du nicht alleine sterben wolltest. Du hast Kinder, weil du Angst hast, nichts zurückzulassen, was wirklich zählt. Du gehst zu Ärzten, weil du Angst hast, dass du stirbst. Soll ich weiterreden? Nein. Ich glaube, das ist alles für heute. Wachen! Heute habe ich eine weitere Sitzung mit Crane. Ich kann nicht gerade sagen, dass ich mich darauf freue. Ich bin besorgt. Ich gebe es nicht gern zu, aber ich glaube, er hat es auf mich abgesehen. Wie geht's dir heute? Ich habe dir gesagt, das ist meine Sitzung. Das war Ihre Sitzung, Doc, aber jetzt nicht mehr. Geht's Ihnen gut, Doc? Ich denke, ja, Oh, ihm geht's gut. Ich zweifle nur seinen Realitätssinn an. Und Sie sollten schnellstens dasselbe tun. Mann, bist du das? Was machst du da? Geh runter von mir. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Ich kann nicht atmen! Wie ich schon sagte, ihr seid jetzt alle Teil meines Experiments. Anstaltsgespräch 1. Mein Experiment läuft. Ich erfand ganz allein mein ultimatives Angstgas. Seine Kraft ist eine Offenbarung. Sie sind auf mir, überall. Bitte, Danny, tu's nicht. Bleib weg! Bleib weg! Bleib weg! Ich habe genug Gas in das medizinische Zentrum geleitet, um 100 Leute um den Verstand zu bringen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Was? Gib auf. Sofort. Wie? Wieso stehst du noch? Wieso wirkt das nicht bei dir? Wer sagt, dass es das nicht tut? Ich wusste es. Wie war es? Was hast du gesehen? Officer Cash, leiten Sie dieses Präparat in die Klimaanlage ein. Sofort. Du hast versagt, Crane. Wieder mal. Ich habe mit Dr. Kellerman zusammengearbeitet und ein Gegenmittel zu dem Gift in deinem Parfum entwickelt. Er hat dich reingelegt, Crane. Wie fühlst du dich? Bedroht, gedemütigt und angsterfüllt.
Ich bin der Geist von Amadeus Arkham. Durch meine Handlungen habe ich diese verfluchte Stadt gerettet. Aber mein Fluch ist es, für immer verborgen zu bleiben. Meine Geschichte ist in die Seele Arkhams geschnitzt und wird nur denen enthüllt, die begierig genug sind, sie zu entdecken. Das Blut meiner Familie floss durch das Herz Gothams. Wir waren Ärzte, Politiker und Lehrer. Wir waren das Organ, das die verfilzten Adern der Stadt gereinigt hat. Wir waren ihre Diener, die alles gaben, um sie zu beschützen. Und trotzdem hat sie sich entschlossen, uns zu verletzen. Als Gothams Venen sich mit Schmerz und Leiden füllten, konnte man die Auswirkungen überall spüren. Mein Vater starb zuerst, von einer widerlichen Krankheit befallen. Meine Mutter lebte weiter, aber nur in einem Wachtraum. Ich kehrte in unser Haus zurück, wo ich mich um meine pflegebedürftige Mutter kümmerte, solange ihr Körper noch atmete. Wegen ihrer Tränen konnte ich nachts nicht schlafen. Meine Reise dauerte über einen Monat. Da ich Seminare in Keystone und Metropolis belegte, kam ich mit vielen neuen Ideen in Berührung. Ich startete gut gelaunt in den Tag und als ich nach Hause fuhr, wollte ich meine Frau und die Kinder sehen. Ich beendete ihn in ihrem Blut knien, während Fragmente meines Lebens durch tropfende rote Finger rannen. Ich ging wieder zur Arbeit, aber ich konnte die Bilder nicht aus dem Gedächtnis verbannen. Ich hätte Abscheu empfinden müssen, aber ich war mehr denn je begierig zu erfahren, warum jemand so etwas tun würde. Sie brachten das Tier zu mir, schamlos und bellend wie ein irrer Hund. Ich ertrug seine Angebereien eine gefühlte Ewigkeit. Er erzählte gern von seinen Taten und brüstete sich mit seinen verkommenen Verbrechen. Was Rache sein sollte, wurde zu Mitleid. Dieser arme Hund brauchte meine Hilfe. Die Insel hat sich in den Jahren wenig verändert. Der Ruf war ruiniert, aber ich schwor, das zu ändern. Als die Häuser wieder auferstanden, sah ich die Zukunft. Eine wundervolle Zukunft. Neue Ziegel, Metall und Farbe bedeckten alte Wunden. Dem Körper wurde neues Leben eingehaucht. Kluge neue Geister kamen und schworen, unsere Versprechen zu halten. Wir wussten, wir allein mussten die Stadt wieder herrichten. Und die Stadt würde es uns danken. Der Mörder meiner Familie stand vor mir. Jahre der Therapie hatten ihn gefestigt. Ich war froh, ihn frei herumlaufen zu sehen. Im Tausch gegen seine Freiheit verlangte der Staat nur eine Unterschrift. Er sprach davon, dass er gern in den Park gehen würde und dass er sich nach frischer Luft auf seinem Gesicht sehnt. Und dann nahm er den Federhalter meines Vaters und tötete meine Sekretärin. Als er überwältigt wurde, schrie er bat um Vergebung, um Mitleid. Aber ich hatte keins. Ich sah zu, als ihn die Wächter zusammenschlugen. Der Frühling war ein Wendepunkt, ein neuer Anfang. Mein wahres Schicksal wurde herrliche Realität. Der Mörder meiner Familie verschied bei einem tragischen Unfall. Diese Tiere können nicht geheilt werden. Wie Hunde reagieren sie nur auf Disziplin. Und wenn es damit nicht funktionierte, tja, dann mussten diese Unfälle
wohl leider weitergehen. Ich lief auf meiner Insel herum. Ich kam am Zuchthaus vorbei und ekelte mich bei dem Gedanken an den Dreck, den es enthielt. Ich sah auf die Gotham Bay und erspähte Lichter. Mir war klar, dass Boote noch mehr Degenerierte in meine Stadt bringen würden. Ich schwor einmal mehr, sie vor dieser Dunkelheit zu beschützen. Ich stritt mit einer Gruppe junger, eifriger Ärzte. Sie langweilten mich mit Theorien und Ideen und bewiesen, dass sie nicht wussten, wie sie diese Tiere heilen sollten. Nur eine teilte meine Vision. Ich gab ihr die Chance, ihren Traum umzusetzen. Sie sagte ja. Zusammen wären wir ein gutes Team. Die Polizei von Gotham schleppte einen neuen Patienten auf die Insel. Sie sagten, er sei schuld an dem Verschwinden von Hunderten von Landstreichern. Als ich seinen abstoßenden Körper mit diesen Zähnen sah, stellte sich mein Geist herrliche Strafen vor, mit denen man dieses Monster brechen könnte. Ärzte versammelten sich um dieses Monster, gafften, untersuchten es. Doch nur ich allein wusste, was es endgültig heilen würde. Das Biest war zu stark. Die Wildheit dieses Tieres kostete mich fast das Leben. Ich ließ meinen Frust an einem einzelnen Patienten aus. Seine Patientenakten wiesen darauf hin, dass er paranoid schizophren war. Sein Flehen, als ich ihn totschlug, wies auf noch mehr hin. Seine Geständnisse waren erhellend. Mein Weg war klar. Jeden Tag empfand ich die Patienten als störender. Ihre kranken Laute und das ständige Zucken waren abstoßend für mich. Es gab nur einen Weg, dieses Übel zu bekämpfen, die Stadt vollständig zu reinigen und ihre Zukunft zu sichern. Ich musste mich vorbereiten. Ich musste bereit sein. Plötzlich hatte ich Gewissensbisse. Ich suchte Hilfe bei einem Priester und fragte, ob ich richtig handelte und ob es Sünde wäre, zu töten, um Leben zu retten. Der Mann Gottes sagte, jedes Leben sei heilig. Doch meine Seele würde nicht gerichtet werden, wenn ich ein Leben nähme, um eins zu retten. Ich verließ den Beichtstuhl mit erleichterter Seele, überzeugter denn je, dass ich nicht nur der Menschheit, sondern auch Gott einen Gefallen täte. Ich sah still zu, als er die Frau hereinbrachte. Ihre Haut war giftgrün. Ihre üppige Gestalt war nicht länger menschlich, schon gar nicht weiblich. Die Bibel sagt, eine Hexe darfst du nicht am Leben lassen. Aber er hat wieder mal diese weibliche Scheußlichkeit unserer Obhut übergeben. Wenn ich mit dem Monster fertig bin, werde ich mal sehen, ob grünes Holz wirklich brennt. Als ich in der Dunkelheit vor seiner Zelle saß, sah ich sein wildes Zucken und hörte die ekelhaften Wörter aus seinem Mund. Wie kann ich so ein ekelhaftes Tier am Leben lassen? Er ist das Krebsgeschwür, vor dem ich die Stadt bewahren will. Das habe ich geschworen.
Ich könnte mich selbst ohrfeigen. Wie konnte ich so blind sein? Das Monster hatte einen Verbündeten. Ich versteckte mich in der Dunkelheit neben seiner Zelle und sah mit eigenen Augen, wie einer der Ärzte ihm was zuflüsterte. Ich würde sagen, sie sah ihn zärtlich, fast mit Begierde, durch die durchsichtige Barriere an. Meine Haut erschauderte vor Ekel, als sie das Glas küsste. Das Verlangen bekämpfend, den Kopf der Frau durch die Scheibe zu schlagen, ließ ich sie gewähren. Der grässliche Clown würde vielleicht Geheimnisse mit ihr teilen, die nützlich sein könnten, wenn der verrückte Hund endlich erschossen würde. Ich bin sicher, die Frau würde mir alles erzählen, was sie weiß. Wenn nicht freiwillig, dann würde ich sie mit elektronischen Mitteln überzeugen. Und danach vielleicht eine Lobotomie. Pech für jemanden, der so jung ist. Aber ihre Lust hat Arkhams Ruf aufs Spiel gesetzt. Ja, eine Lobotomie, das ist es. Es gibt keinen anderen Weg, der in dieser außergewöhnlich traurigen Sache ihr Schweigen garantiert. Wieder ertappte ich mich dabei, wie ich ihn ansah. Keiner kann ihn heilen. Er lacht denen ins Gesicht, die es versuchen. Amadeus hätte ihn nicht leben lassen. Das sollte ich auch nicht. Ein letzter Schluck Cognac. Und ich war soweit. Er sah zu, als ich in die Zelle kam. Er lächelte, als ich ihm das Messer zeigte. Ich sagte ihm, wie ich es benutzen wollte, wie ich die Stadt säubern will. Und dann der Terror. Ich war paralysiert. Ich wehrte mich. Ich schrie, aber ich blieb ruhig. Das Monster sah mich an, ausdruckslos. Er zog mein Messer langsam über meine Stirn. Ein Lächeln zog sich über sein schreckliches, porzellanartiges Gesicht. Und ich hörte, wie ihm der Dreck aus dem Mund fiel. Er lachte und redete mich mit diesem schrecklichen Namen an. Das muss Crane sein. Noch einer, der es nicht verdient hat zu leben. Wieso erfreuen sich diese Leute am Chaos? Besonders Joker wünschte sich Anarchie herbei. Und sein Ausbruch wird die Stadt sicher ins Chaos stürzen. Ich spüre, das ist das Ende meines Tagebuchs. Joker wird man wieder einfangen. Meine Geschichte wird erzählt werden. Ich habe keine Angst. Wenn Arkham mein Gefängnis wird, will ich sicher sein, dass ich mein Bestes gegeben habe. Man wird sich meiner erinnern. Ich bin der Geist von Amadeus Arkham. Obwohl Amadeus schon lange tot ist, lebte sein Geist weiter. Er überlebte und zog durch die Mauern der Anstalt. Als ich ausgewählt wurde, war ich stolz. Ich fühlte mich geehrt, seine Arbeit fortzusetzen, die Stadt zu säubern. Wenn ihr entschlossen genug seid, meinen Geschichten zu folgen, ist euer Wille stark genug, daraus meine Identität zu folgern. Komm und finde mich, Freund. Zusammen werden wir Gotham retten. Mein Name ist Quincy Sharp, der Geist von Amadeus Arkham. Du hast gut daran getan, meine Geschichte zu entschlüsseln. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Ich vertraue darauf, dass du aufgrund meiner Aufzeichnungen das Richtige tust. Bitte. Ich flehe dich an, setze meine Arbeit fort. Die Stadt verdient einen Retter. Bitte führe meine Arbeit fort.